Hallöchen ihr Lieben, hier ist die Silvia von Stempel einfach. Ja, letzte Woche habe ich die zwei Süßen gepostet, die bei mir auf einmal dann vom Basteltisch gehüpft sind und eine riesige Liebeswelle ausgelöst haben, worüber ich mich natürlich tierisch freue. Ganz viele von euch haben direkt nach einer Anleitung gefragt und die kommt jetzt ganz geschwind. Also für die Schachtel habe ich diese Stanzform hier benutzt. Das ist die Stanzform Mini-C-Schachtel. Ja, das sind eigentlich mehrere Stanzformen, aber ich habe für die Box nur diese große Boxstanze benutzt. Und was noch so zum Einsatz kam, das zeige ich euch jetzt. Als erstes brauche ich die Big Shot zum Ausstanzen und ein Stück Papier. Ich habe jetzt Flüsterweiß genommen. Aus einer Seite A4 kann man locker zwei Schichtstellen machen. Und damit man das Papier ausstanzen kann, ich habe ja die kleine Big Shot, muss ich das Papier ein bisschen kürzen. Das schneide ich mir einfach hier ein bisschen zurecht, damit es schön auf den Big Shot passt. Und dann kann ich schon die Schachtel ausstanzen. Und da haben wir das gute Stück, so sieht das aus. Und jetzt den Rest nicht wegschmeißen, das brauchen wir. Das ist nämlich, diese Spitzen hier kann man ja super für das Gesicht von den Tierchen benutzen. Schaut mal, seht ihr das? Das ist nämlich das Gesicht. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Marker, beziehungsweise meine zwei Marker, die ich benutzt habe für den Fuchs. Habe ich den Marker in Kürbisgelb, in Dunkel und für das Bambi Wildleder in Hell. Sieht man das? Da sieht man ein bisschen schlecht. Vielleicht einfach so drehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also das sind die zwei, die ich benutzt habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mit dem Bambi an. Und koloriere mir einfach dieses Reststück vom Flüsterweiß. Einfach ein paar Mal drüber malen, damit man die Streifen nicht sieht. Das Papier trocknet richtig schnell. Schaut mal, einfach so. Man muss ja auch gar nicht so super ordentlich sein. Und schon hat man quasi das Gröbste fertig. Jetzt kann ich direkt eine Anprobe machen. Dafür schaue ich, dass das Gesicht mittig ist. Dann drehe ich mir das Ganze um und markiere mir die Stellen mit einem Bleistift. Das, was übersteht, kann ich gleich mit der Schere abschneiden und dann oben eventuell ein Stück kürzen, falls es zu lang ist. So. Und dann gucke ich mal, passt das soweit? Wenn ja, dann kann ich das Gesicht aufkleben. Dazu benutze ich den Tombow, den Flüssigkleber, und gebe ganz feine Schicht drauf. Und schaue, dass die Ecken auch genug Kleber abbekommen, denn die Schachtel wird gebogen. Und damit die nicht abstehen, müssen sie richtig schön festgeklebt werden. Und jetzt kann ich direkt an die Details ran. Ich habe mir den Kalkmarker geschnappt und male das ein bisschen, ja, ein bisschen Fell ins Gesicht. Einfach nur ein paar Striche mit dem Kalkmarker. Und ja, jetzt brauche ich die Nase. Und ich dachte mir, mit dieser Stanze kann man super so kleine Näschen ausstanzen. Das ist die Trio-Stanze, die aktuell auch im Katalog erhältlich ist. Falls ihr die nicht habt, nehmt einfach irgendwie eine andere Stanze, wo ihr was Ovales oder ein Herzchen oder was auch immer euch für die Nase gefällt. Und dann kann man das nämlich hier unten aufkleben, schon festdrucken, wie gesagt, damit das nicht abstellt, wenn die Schachtel später zusammengebaut wird.
Und jetzt für die Bäckchen gehe ich mit einem kleinen Fingerschwämmchen in Stempelkissen Flamingo Rot, tupfe ich mir das Gröbste auf dem Schmierblatt wieder weg und versuche da so ganz zarte Bäckchen reinzudrehen. Wirklich nur ganz bisschen. Und das reicht dann schon. So, und jetzt kann ich schon die Augen aufmalen. Dazu habe ich mir die Form der Augen erstmal mit einem Bleistift vorgezeichnet und als die Form mir gefallen hat, dann mit dem Fineliner erst nachgezogen. Und jetzt geht es direkt ans Dekorieren. Dafür habe ich die Reste vom Flüsterweiß, die dann noch übrig geblieben sind, vom Ausstanzen der Schachtel angepinselt mit den Stampin' Blends in Aquamarin und grüner Apfel. Dann habe ich diverse Blümchen ausgestanzt. Welche Stanzen ich hier benutzt habe, das verlinke ich euch auf meinem Blog. Da könnt ihr immer nachschauen. Und ja, die erste Schicht der Blumen habe ich hier ganz flach auf den oberen Teil des Gesichtes aufgeklebt. So kann ich nämlich besser die Schachtel zusammenbauen. Und die Schachtel wird ja super easy zusammengebaut. Da muss man einfach nur die Laschen durch die Öffnung, die dafür vorgesehen ist, durchziehen. Und schon ist man fertig. Man braucht nichts kleben. Ja, aber was ich noch hier kleben muss, sind die kleinen Blümchen. Die wollte ich so 3D-mäßig, dass sie so ein bisschen abstehen, aufkleben und noch das Herzchen dazu. Und jetzt kann ich schon die Ohren fertig machen. Ja, für die Ohren habe ich die Reste von dem kolorierten Stück Flüsterweiß, die dann noch übrig geblieben sind, einfach mit Stanze Blätterzweig ausgestanzt. Für das linke Ohr muss man das Papier auf links drehen. Dann hat man quasi rechtes Ohr und linkes Ohr. Jetzt pinze ich das so ein bisschen, also die Mitte der Ohren mit dem Kreidemarker nach. Und dann können die Ohren schon aufgeklebt werden. Wer möchte, kann die Stanzform grüner Kranz benutzen, diese Zweige hier, ausstanzen und diese hinter die Ohren platzieren als kleine Hörner. Dann hat das Bambi halt so kleine Hörner. Ne? Und dann sieht die Schachtel dann so aus. Das gleiche gilt quasi für den Fuchs, nur ohne Hörner. Ganz viele haben mich angeschrieben und meinten, ja, die Ohren bei dem Fuchs sind verkehrt, die sind falsch, die müssen irgendwie anders. Ihr könnt natürlich die Blätterzweigstanze, ein anderes Blatt benutzen und schauen, ob euch die andere Seite besser gefällt. Ihr könnt auch gerne in eurem Stanzenregal nachschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere bessere Alternative, die noch hübscher aussieht. Und zur Not kann man natürlich 2 Dreiecke auch mit der Schere ausschneiden. Das funktioniert bestimmt auch gut. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Schachtel und mit den Tierchen. Ich würde mich über Daumen nach oben freuen und natürlich über euren Besuch auf meinem Blog. Bei Fragen schreibt mir einfach und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!